Immer wieder gibt es Verwirrung zur Körperschaftssteuer in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai. Deswegen möchte ich dieses Video nutzen, um noch einmal diese Steuer genau zu erklären und in aller Kürze für dich zusammenzufassen. Die Vereinigten Arabischen Emirate, insbesondere Dubai, bleiben für Auswanderer attraktiv. Es gibt keine Einkommensteuer, keine persönlichen Steuern. Es gibt allerdings seit kurzem eine Körperschaftssteuer in Dubai. Dort gibt es einige spezielle Regelungen und das sorgt immer wieder für Verwirrung. Dann wurde jetzt hier vor kurzem Ende 2024 eine weitere Version dieser Körperschaftssteuer angekündigt mit einem unterschiedlichen Satz, nämlich 15%. Das hat auch wiederum für alle mögliche Verwirrung gesorgt. Daher nochmal zusammenfassend in diesem Video, was du genau betreffend der Körperschaftssteuer in Dubai zu beachten hast. Die Körperschaftssteuer in Dubai wurde 2023 eingeführt. De facto gilt es für die meisten Unternehmen, die ein Geschäftsjahr haben, das 2024 beginnt. Und hier ist schon der erste Punkt. Man nennt das Ganze zwar eine Corporate Tax, also übersetzt eine Körperschaftssteuer. Tatsächlich betrifft es aber jeden Unternehmer, egal welcher Rechtsform, der dort in den Vereinigten Arabischen Emiraten Business macht. Völlig egal, ob du eine Körperschaft verwendest, also eine Kapitalgesellschaft, eine Personengesellschaft oder auch wenn du nur als Einzelunternehmer dort tätig bist, du musst diese Körperschaftssteuer berücksichtigen. Auch Unternehmer, die eine Free Zone Entity in Dubai betreiben, müssen in 99% der Fälle diese Körperschaftssteuer beachten. Es gibt einige Aktivitäten, die davon ausgenommen sind, dazu nachher mehr. Aber grundsätzlich, die Körperschaftssteuer gilt ebenfalls für im Grunde genommen alle Free Zone Companies. Der Körperschaftssteuersatz in Dubai beträgt 9%. Das ist der Standardsatz, also im internationalen Vergleich natürlich ziemlich niedrig, aber bei weitem nicht der niedrigste. Wir wissen ja 9%, das ist auch die Körperschaftssteuer, die in Ungarn für Kapitalgesellschaften berechnet wird. In Malta zum Beispiel gelten 5% effektiv an Körperschaftssteuer. Rumänien, Bulgarien sind es 10%. Also ja, 9%, das ist natürlich wenig, aber es ist natürlich auch nicht nichts. Davor war es tatsächlich nichts, was hier in den VAE zu berücksichtigen war. Daher natürlich ein ziemlicher Sprung. Wenn man sich das Ganze allerdings genau anschaut, dann gibt es insbesondere für kleine Unternehmen aber ziemlich viele Schlupflöcher, genau genommen 2, und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. So. Hier die Webseite der Regierung, der VAE. So, hier sehen wir schon mal, dass bis zu einem Gewinn von 375.000 Dirham keine Steuer fällig wird. Das sind also die ersten ungefähr 100.000 Euro Gewinn, die du machst, musst du nicht versteuern. Auch Unternehmen, die deutlich mehr Gewinn machen, müssen die ersten 100.000 Euro Gewinn, 375.000 Dirham, nicht versteuern. Dann gibt es einen weiteren Vorteil und das ist der sogenannte Small Business Relief. Kleinunternehmen, die einen Umsatz von bis zu 3 Millionen Dirham machen, das sind ungefähr 800.000 Euro, müssen ebenfalls keine Körperschaftssteuer bezahlen. Sie müssen allerdings eine Körperschaftssteuererklärung einreichen. So, das sind schon mal die wichtigsten steuerlichen Vorteile hier für kleine Unternehmen. Das heißt, man muss tatsächlich sagen, ein Großteil der Unternehmen wird die Steuer in Dubai nicht bezahlen müssen. Aber man wird natürlich dennoch eine Steuererklärung einreichen müssen. Man muss Buchhaltung machen, Belege aufbewahren. Das, was man vorher alles nicht musste, ist nun natürlich erforderlich. Um noch mal kurz hier den Unterschied zwischen beiden Steuervorteilen zu erklären. Wenn dein Unternehmen weniger als 800.000 Euro Umsatz macht, dann musst du überhaupt keine Steuer bezahlen. Selbst wenn von den 800.000 Euro Umsatz vielleicht 500.000 Gewinn sind. Auf der anderen Seite, wenn du ungefähr 1 Million Euro Umsatz machen würdest und du hast insgesamt 300.000 Euro Gewinn, dann wären die ersten 100.000 steuerfrei.
Auf die verbleibenden 200.000 müsstest du dann die 9% bezahlen. So, dann kam hier Ende 2024 die Nachricht, dass jetzt 15% Körperschaftssteuer in Dubai gelten. Das ist korrekt, aber das betrifft eben nur große Unternehmen mit einem Umsatz von umgerechnet mehr als 750 Millionen Euro. Hier geht es um internationale Konzerne. Du weißt ja, dass man sich hier international auf eine Mindeststeuer von 15% bei Unternehmen geeinigt hat. Das heißt also, jeder Staat, wo ein solches Unternehmen einen Sitz hat, muss nun hier diese Steuer berechnen. Zum Beispiel auch die Bahamas, also typische Steueroasen, müssen hier 15% Steuer berechnen. Aber wie gesagt, es geht nur um Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro oder auch Dollar. Das heißt, die 15% gelten natürlich nicht für die kleineren Unternehmen. Es sind natürlich nur sehr wenige von dieser Regelung betroffen. Das heißt, du kannst die 15% erstmal wieder vergessen. So, zu guter Letzt wollen wir auch nochmal hier über das Thema der Free Zones sprechen. Auch hier gab es ja einige Verwirrungen. Sind diese Free Zones nun von der Steuer befreit oder nicht? Und die Antwort ist ganz klar, nein, sie sind es nicht. Free Zones müssen die Steuer genauso bezahlen wie alle anderen Gesellschaften auch oder zumindest eben hier eine Steuererklärung einreichen, eine Bilanz einreichen, Buchhaltung einreichen. Und dann muss man eben sehen, wenn sie nicht unter die Exempt-Regelungen fallen, wird die Steuer natürlich fällig. Jetzt gibt es aber tatsächlich einige Aktivitäten, die sind von der Steuer befreit und die wollen wir uns nun einmal anschauen. Hier sind diese Aktivitäten. Wenn du also eine Free Zone Company hast, die eine dieser Aktivitäten ausführt und tatsächlich ist der Großteil des Umsatzes, es muss aber tatsächlich 95% des Umsatzes mit solchen Aktivitäten hier erwirtschaftet werden, dann ist keine Steuer fällig. Um was geht es hier? Nun zunächst mal also um die Herstellung von Produkten, um die Weiterverarbeitung von Produkten, dann hier um den Rohstoffhandel. Hier geht es um Holdinggesellschaften, dann geht es um Gesellschaften, die Schiffe besitzen und betreiben, Rückversicherungsgesellschaften, Fundmanagementgesellschaften, Vermögensverwaltung, Finanzierung von Flugzeugen und dann noch hier logistische Dienstleistungen innerhalb einer Free Zone. Wenn du diese Aktivitäten bzw. eine dieser Aktivitäten mit deinem Unternehmen ausführst und tatsächlich entstehen ein Großteil der Umsätze aus diesen Aktivitäten, dann bist du tatsächlich von der Steuer befreit bzw. kannst beantragen, dich von der Körperschaftssteuer befreien zu lassen. Aber wie gesagt, das betrifft natürlich nur einen sehr kleinen Bruchteil von Unternehmen. Wie ich jetzt vorhin schon angedeutet habe, die Körperschaftssteuer von 9% ist immer noch ziemlich günstig. Wenn du aber nun sagst, nein, ich bin absolut nicht bereit, diese Körperschaftssteuer zu bezahlen, kann ich vielleicht irgendwas anderes machen? Kann ich in Dubai leben und zum Beispiel eine amerikanische LLC gründen? Nun, gleichzeitig mit dem Beschluss zu den Regelungen dieser Körperschaftssteuer in den VAE hat man hier auch weitergehende Regelungen diskutiert und dann auch beschlossen. Und dazu zählen natürlich auch Bestimmungen, die wir auch aus anderen Ländern kennen, hinsichtlich dem Sitz einer Betriebsstätte. Wenn du also von Dubai aus zum Beispiel eine amerikanische LLC leitest, wenn du hier das Tagesgeschäft von Dubai aus ausführst, dann ist diese Gesellschaft in Dubai steuerpflichtig, wie wir es aus anderen Ländern auch kennen. Es wird eine Betriebsstätte in Dubai ausgelöst. Du musst also auch dann auf die Gewinne der LLC 9% Körperschaftssteuer bezahlen. Bist du einfach nur beteiligt an dieser LLC, aber nicht in das Tagesgeschäft involviert, das heißt, findet das Tagesgeschäft tatsächlich woanders statt, du bist auch nicht geschäftsführend tätig, du hast zum Beispiel nicht Zugriff auf die Bankkonten. Wenn das alles so ist, dann kannst du dir freilich die Gewinne der LLC steuerfrei nach Dubai ausschütten lassen, aber unter der Annahme, dass du hier im Tagesgeschäft involviert bist, wird eine Betriebsstätte in Dubai ausgelöst werden. Du müsstest dann die Gesellschaft in Dubai für die Körperschaftssteuer registrieren und die entsprechende Bestimmung in Dubai erfüllen, die wir hier besprochen haben. Das heißt, der einzige Weg, dieser Körperschaftssteuer in den VAE zu entkommen, wenn du selbst in den VAE bzw. Dubai lebst, ist es eben, eine Betriebsstätte außerhalb der VAE zu etablieren. Das kannst du zum Beispiel in Ländern wie Malta machen, dann sind es 5% Steuern, oder Zypern, dann sind es 12,5% Steuern, oder die Cayman Islands, dann sind es 0% Steuern, oder den Bahamas, dann sind es ebenfalls 0% Steuern.
Hier gibt es also einige Möglichkeiten. Was ebenfalls attraktiv zu sein scheint, ist die Tatsache zu nutzen, dass es keine Einkommensteuer in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt. Hast du zum Beispiel mehr als die 375.000 Dirham, ungefähr 100.000 Euro Gewinn in der Gesellschaft, könntest du dir zum Beispiel einfach ein Gehalt bezahlen lassen. Dieses Gehalt reduziert ja den Gewinn und somit müsstest du wiederum keine Steuern bezahlen. Also nehmen wir einmal an, du hättest insgesamt 250.000 Euro Gewinn in der Gesellschaft in Dubai, dann wären die ersten 100.000 steuerfrei und auf die verbleibenden 150.000 müsstest du 9% Steuern bezahlen. Jetzt könntest du dir aber einfach ein Gehalt von 160.000 Euro auszahlen lassen. Das ist ja für dich unter der Annahme, dass du dort lebst, steuerfrei. Und die verbleibenden 90.000 sind ja dann unter der Freibetragsgrenze. Insofern müsstest du darauf auch keine Körperschaftssteuer bezahlen. Damit lässt sich also so einiges machen. Insbesondere wenn zum Beispiel dein Ehepartner oder Lebenspartner auch dort lebt, dann könnt ihr ja schon mal 2 Gehälter ausbezahlen. Beachte natürlich, dass man dennoch eine Steuererklärung dort einreichen muss und wenn die Gehälter natürlich viel zu hoch sind. Das heißt also, wenn eine Gesellschaft, die 600.000 Euro Gewinn macht, 500.000 davon als Gehalt auszahlt an den Geschäftsführer, dann sieht das aus wie eine verdeckte Gewinnausschüttung. Das würde sicherlich nicht akzeptiert werden. Auch hier beachten die VAE die internationalen Standards, die es diesbezüglich gibt. Aber dennoch, wenn das Ganze im Rahmen ist, lässt sich natürlich damit schon spielen. Soweit unsere Zusammenfassung zur Körperschaftssteuer in Dubai. Wenn sich noch weitere Fragen ergeben oder wenn du deine eigene Erfahrung mit unserer Community teilen möchtest, dann lade ich dich ein, hier einen Kommentar zu hinterlassen. Das hilft immer allen und macht das Ganze natürlich sehr interessant. Andernfalls, wenn auch du dir überlegst, in die VAE nach Dubai auszuwandern oder irgendwo anders hin oder im Ausland ein Unternehmen zu etablieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau dabei zu unterstützen, Steuern im Ausland zu optimieren, den Wegzug ordentlich zu regeln, Vermögen zu schützen und neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.